haben heute im Beauty Talk den Daniel. Hi. Der Daniel ist der Hersteller und Mitgründer von Bodygen. Und das sind unsere neuen Gentests, die wir haben. Und wer könnte das denn besser erklären als du? Ja, perfekt. Also danke für das nette Intro erstmal. Und schön, dass ich hier sein darf, kurz ein bisschen was über uns erzählen darf, ein bisschen was über unsere Vision und was wir vorhaben jetzt in den nächsten paar Jahren. Ich finde das immer total spannend, weil dann kann man sich auch damit was drunter vorstellen. Dann ist nicht einfach nur so ein Produkt, sondern dann wird das Produkt so nahbar. Ja, ich fand es gerade erstmal schon witzig, dass tatsächlich die Rückmeldung kam, dass einer sich gar nichts darunter vorstellen kann. Das ist für mich mittlerweile so schon fast unglaublich, so das nachzuvollziehen. Aber klar, ist natürlich eine neue Innovation, die wir jetzt hier reingebracht haben, was es so auch für den für den Beauty-Bereich einfach noch nicht gibt. Und ja, ich kann gerne mal kurz ein bisschen was sagen, was wir hier in der Hand haben, Schönes, nämlich unseren Bodygen Beauty Body und einmal den Bodygen Beauty Face. Das sind unsere zwei Produkte, mit denen wir jetzt in den Markt reingegangen sind. Ja, wie kam es dazu und worum handelt es sich genau? Wir haben in den letzten 2 Jahren viel entwickelt, viel geforscht und haben mit unserem eigenen Labor, was auch hier in Deutschland ansässig ist, eben einen DNA-Test entwickelt, der unseren Kunden, Patienten, also die Leute, die diesen DNA-Test eben machen, unterschiedliche Einblicke auf genetischer Basis in gewisse Beauty-Merkmale gibt. Also sprich Thema Hautentzündungen, Hautfeuchtigkeit, Kollagenabbau, noch viele, viele weitere Punkte, die halt einfach für diese Branche unglaublich interessant sind. Und warum darf ich das oder warum darf ich als Kosmetikerin das machen? Ich meine, ich kenne die Antwort, aber viele fragen sich vielleicht, ein Gentest bei einem Kosmetikinstitut, wie soll das denn gehen mit einem angeschlossenen Labor? Dürft ihr das überhaupt? Genau, also unsere Vision war halt folgende, dass wir gesehen haben, dass halt doch viele Aspekte, also viele Punkte, die die Haut betreffen, halt eben genetischer Veranlagung sind. Natürlich mit äußeren Umständen. Dafür haben wir eben auch den Fragebogen oder auch ein schöner Zusatz in eben auch einen Hautscanner. Und da können wir halt mit dem Gentest einfach idealerweise diesen perfekten Zusatz bringen, den die Branche noch nicht hatte. So, und das bedeutet quasi, man macht diesen Gentest, also diesen Abstrich, wir werden es ja gleich einmal sehen. Ich habe das Röhrchen schon ausgepackt. Ja, ich habe das extra noch nicht gemacht, weil weißt du, was ich mir gedacht habe, wie ich das teste? Mit meiner Schwester, wir haben ja ähnliche Gene. Ja, das wäre sehr gespannt. Das ist total spannend. Also wir nehmen euch da mal gleich so ein richtiges Schwesternvideo noch auf. Sehr schön. Und haben den extra noch nicht genutzt, aber ich habe den schon ausgepackt. Also es ist wirklich super easy, die Anleitung ist auch sehr einfach. Und dann geht das nachher ins Labor. Und ich als Kosmetikinstitut habe natürlich keinen Einblick in die Daten. Die sind natürlich komplett nur für die Person, die sich testen lässt, auch wenn wir den hier verkaufen, aber wir sehen da nichts. Genau, das Einzige, was halt natürlich möglich ist, was dann sinnvoll macht, also der Werdegang, ist natürlich folgender. Ein Kunde kommt hier rein, wird das Produkt halt erwerben, bekommt danach sein Ergebnisreport nach circa, sage ich mal, 1 bis 2 Wochen maximal. Je nachdem, auf Versand haben wir jetzt leider nicht so viel Einfluss. Aber in der Auswertung sind wir sehr, sehr schnell. Das ist auch einer unserer Vorteile, die wir mitbringen. Und genau, dann bekommt der Kunde, und das ist unser eigentliches Produkt, also das Produkt ist nicht der Swap, sondern das Produkt ist wirklich dieser Ergebnisreport, der erstmal natürlich ein paar Grundlagen zum Thema DNA macht. Was ist DNA überhaupt und warum ist es eigentlich so wichtig? Und warum? Mega interessant. Ja. Für mich der Schlüssel, weil alle kommen immer und wollen was verändern und die haben meistens Wünsche, die du aufgrund deiner genetischen Faktoren einfach nicht verändern kannst. Genau. Es ist teilweise unmöglich, gerade dieses Porenbild, das ist dir mit in die Wiege gelegt worden. Du hast entweder eine fettige Haut, es gibt verschiedene Hauttypen, aber auch das wird in dem Report super gut erklärt, was ist der Hauttyp. Und wir behandeln halt hier bei uns den Hautzustand. Und der Hautzustand, der kann heute ein anderer sein wie nächste Woche. Und in einem halben Jahr ist der wieder anders und in 3 Jahren nochmal anders, als er auch vor 10 Jahren anders war. Das heißt, du kannst mit äußeren Umwelteinflüssen und Gegebenheiten und Umfeld ist auch eine Gegebenheit, Stress, Schlaf, weiß ich nicht, Unzufriedenheit, da gibt es 1000 Faktoren, ungesunde Ernährung, die einfach auch deine Gene nochmal antriggern, vielleicht eine Hauterkrankung, die in dir schlummert, zum Vorschein zu bringen oder nicht. Und genau da, wenn wir die Tests halt früher machen, sehen wir definitiv, zu was wir neigen und wo wir mehr Achtsamkeit drauflegen sollen. Und das passt mega an mein Konzept, weil das genau meine Philosophie ist. Und was unterscheidet dich von anderen Tests, also Bodygen?
Genau, also Es Bodygen. gibt mehrere, Entschuldigung, dass ich kurz unterbrochen alles habe, gut. aber das, was ihr bietet, habe ich noch nicht gesehen. Und Genau. deswegen habe ich es auch. Genau, also was unterscheidet Bodygen vom gesamten Markt? Ist natürlich so, dass das Thema DNA und Lifestyle-Testing in den letzten Jahren, gerade vor allem auch in den USA, Vorreiter gemacht hat und jetzt in den letzten Jahren auch in Deutschland immer mehr Thema geworden ist, gerade überhaupt das Thema Gesundheit. Und sage ich mal, Thema Stoffwechsel, Ernährung, ne, da gibt es auf jeden Fall auch schon Anbieter, die das in den Markt gebracht haben. Das Einzige, wo wir tatsächlich der absolute Vorreiter, in Deutschland zumindest aktuell noch sind, ist halt das Thema Beauty. Und wir haben ja auch mit dir schon viel gesprochen und auch mit anderen Partnern, die wir aktuell am Anschließen sind. Es ist genau wie du gesagt hast, natürlich hat das Hautbild von äußeren Einflüssen, ne, ist da einfach abhängig davon, dass man mit der DNA zusammen ein Gesamtergebnis am Ende hat, womit man halt einfach langfristig, und das Wort ist langfristig, einfach sein Ziel erreichen kann, was man eben haben möchte. Und das geht halt mit dem Einfluss der äußeren Umstände und der DNA, findet man halt eben dieses langfristige Wohlfühlen. Finde ich total geil. Also in sich Mädels drin, und ja. Jungs, auch Jungs betrifft das, ihr braucht Absolut, diesen das ist Test. auch ein Männerprodukt. Ne? Er hat eben schon mal in einem anderen Interview gesagt, wir haben verschiedene Zielgruppen. Also das ist wirklich, je früher ihr eure Gene entschlüsseln könnt, umso viel besser könnt ihr Beauty machen. Und ganz ehrlich, die jüngere Generation macht so viel Beauty, macht doch das Richtige, was zu euch passt. Und die ältere Generation ist natürlich auch nicht davon ausgeschlossen, weil, wenn die Probleme kommen, kann man da auch nochmal tolle Tipps bekommen, wenn man da halt noch Einfluss drauf nehmen kann. Und das ist halt eine absolute Bereicherung. Und wir haben auch schon Behandlungen geschnürt, wo die integriert sind, die Tests, weil ich finde, manche gehen ohne gar nicht, je nach Wunsch, mit dem ihr zu uns kommt. Und ich bin total gespannt, wie ihr das empfinden werdet. So, jetzt habe ich das gemacht. Ich habe mein Röhrchen weggeschickt zu euch ins Labor. Wie sind die nächsten Schritte? Was erwartet mich? Und wie ist so der Ergebnisreport aufgebaut? Genau, also die nächsten Schritte ist natürlich das Einwerfen und dann bekommen wir im Labor, sobald die Probe eben ankommt, wird die sofort in die Auswertung gehen. Du bekommst auch eine Benachrichtigung erstmal per Mail mit deinen Daten, mit denen du dich eben registriert hast. Hey, Nadine, die Probe ist im Labor angekommen. Cool. Ab jetzt sind es nur noch, ich sag mal, 4-5 Werktage bis zur Auswertung. Dass du auch wirklich den gesamten Prozess mitgehen kannst, dass du siehst, dass wir uns um deine Werte eben kümmern. Muss ich mir da noch eine App runterladen? Nee, die App ist noch am Kommen, die ist gerade in der Entwicklungsphase. Geil. Aktuell läuft das über unsere Homepage und ist aber fast schon ähnlich. Also das mit der App wird aber sehr, sehr bald auch schon auf dem Markt sein. Und genau, wie ist der weitere Verlauf? Dann bekommst du deinen Ergebnisreport, kriegst dann eine E-Mail, hey, dein Ergebnisreport liegt vor, registrierst dich mit deinen Daten und dann hast du eben einen 40-seitigen Ergebnisreport. Klingt jetzt erstmal viel, ist aber, sag ich mal, wenn man es liest, deutlich weniger, weil es eben sehr, sehr interessant ist. Ein paar allgemeine Themen zum Thema DNA und Genetik. Und dann geht es tatsächlich auch schon los in die einzelnen Merkmale. Ne? Ich habe gesagt, jeder Test, der Beauty Body und der Beauty Face. Genau, ich habe den Face, du hast den Body. Genau, ich habe den Body. Ja, da würde ich gleich auch kurz noch mal fragen, was denn Face und Body unterscheiden. Genau, was die, sind. was die Merkmale sind. Ja klar, können wir gleich gerne drüber sprechen. Genau, dann haben wir die unterschiedlichen Merkmale, die auf jedes Merkmal hat eine Seite, wo ein bisschen was drüber steht. Also einmal die Veranlagung, wie ist man veranlagt. Mit den äußeren Umständen haben wir diesen Fragebogen am Anfang, den man am Anfang noch ausfüllen muss. Und dann wird erstmal ein bisschen was über die Veranlagung gesagt. Hat man eine starke Veranlagung, eine mittlere Veranlagung oder eine geringe Veranlagung eben. Also die Aufklärung. Und danach, da wird es halt ganz interessant, kommen die Handlungsempfehlungen. Was muss man tun, um eine, sage ich mal, starke Veranlagung in den Griff zu bekommen? Und da kommt to an end. Bei den Handlungsempfehlungen wird es dann eben interessant, weil da erfährt der Kunde oder Patient, was man jetzt gerne mal sagen möchte, eben genau, was muss er machen. Was muss er machen, welche Stoffe braucht er. Und das kann man eben, und deswegen haben wir gesagt, dieses B2B-Modell oder diese Kooperation mit eben Kosmetikinstituten sind ideal, weil diese eben diese Handlungsempfehlungen umsetzen können. Ja. Ne? Anders wäre es halt wieder so, dass der Kunde kriegt unseren Report, du musst das und das machen, dann rennt er wieder zum DM,
Ganz schrecklich, bitte nicht das machen. Auf gar keinen Fall. Kommt lieber in ein Fachinstitut. Hierhin genau, aber auch es gibt 1000 andere Fachinstitute, wenn ihr jetzt nicht in Köln wohnt. Und vor allen Dingen haben wir die Möglichkeit, dann genau das auch umzusetzen oder nochmal auch zu gucken, zu feintunen, was auch zu euren Wünschen passt. Weil das ist dann euer Ist-Zustand, was ihr mitbringt. Und dann kann ich damit nochmal viel besser arbeiten. Das macht mir die Arbeit erstens nochmal leichter und zweitens ist sie zielgerichteter. Und das heißt, ich kriege eure Wünsche nochmal besser abgeholt. Und das finde ich einen mega geilen Fortschritt. Deswegen wollte ich das haben. Und was für mich als Kosmetikinstitut auch noch total wichtig ist, weil wir auch Firmen haben, die Online-Verkauf verbieten oder untersagen oder auch wir oft in der Fachkosmetik natürlich Produkte nicht reinholen, die online verkauft werden. Ich finde es so ein geiles Produkt. Ich finde, das gehört fast in jede Beauty-Einrichtung oder wo generell mit Hautgesundheit gearbeitet wird. Ich kann das auch nur an meine Kolleginnen empfehlen, weil für mich als Kosmetikinstitut gibt es diverse Vorteile, warum das auch Sinn macht, das anzubieten. Was sind meine Vorteile? Also die Vorteile für eine Kooperation mit Bodygen und einem Kosmetikinstitut liegen einmal natürlich das Thema der Neukundengewinnung. Alle unsere Partner werden gelistet und auch natürlich in unserem Marketing extrem unterstützt. Sprich, kann man sich so vorstellen, dass wir dann Performance-Marketing erstellen und Content drehen, wo dann quasi gesagt wird, findest du jetzt nicht nur hier im Onlineshop, sondern gibt es jetzt auch noch in deinem Kosmetikstudio um die Ecke. Ne? So, dadurch gibt es natürlich eine Neukundengewinnung, die durch den Report ja auch dann den Kunden direkt dann immer wieder hier reinbringt. Ne? Weil eben diese Handlungsempfehlungen, die ausgesprochen werden, sind ja dann für das Institut interessant. Ja. Für das Institut ist es nicht interessant, die Tests hauptsächlich zu verkaufen für sich selber, sondern an den Handlungsempfehlungen langfristig natürlich auch zu verdienen. Und wisst ihr, was ich total doof finde in der Branche? Das sage ich jetzt mal so. Es gibt so komische Platzhirschfunktionen. Ich finde es so dämlich, wenn irgendwer auf so eine Platzhirschfunktion besteht, weil wenn was richtig gut ist, was vielen Menschen hilft, dann soll das doch bitte jeder auch anbieten. Und ob das jetzt auch nebendran die Kosmetikerin macht, die genauso gut ist wie ich oder vielleicht einfach ein anderes Konzept oder andere Werte oder andere Vorlieben hat, wie sie mit diesem Beauty-Beruf arbeitet und ihre Dienstleistungen anbietet. Ich finde, das gehört, wenn etwas gut ist, soll das wirklich jeder haben. Und das musste ich an der Stelle nochmal loswerden, weil so viele sagen, boah, jetzt möchte ich das haben. Bin da nur ich derjenige, der das haben kann und dann bestehen die auf irgend so einen dämlichen Umkreis. Wie dämlich, also wirklich total unreif und mega unkollegial und auch ziemlich kleinlich im Mindset. Ja, absolut. Also es geht natürlich darum, wir werden nicht jedes Kosmetikstudio auf dieser Erde oder in Deutschland anschließen. Also es geht schon darum, dass... Das ist aber ein Qualitätsfaktor. Genau, also es geht darum, dass das Kosmetikinstitut eben auch die Behandlungen anbietet, die unsere Handlungsempfehlungen aussprechen. Also sag ich mal, es bringt jetzt nichts, jemanden anzuschließen, der nur Nägel macht, weil dann hat er ja keinen Mehrwert durch diesen Test. Ne? Also es müsste schon mit unserem Ergebnisreport eben matchen und die Lösung für den Kunden am Ende des Tages, die müssen halt einfach umgesetzt werden. Ja. Dass die Handlungsempfehlungen, die wir aussprechen, auch umgesetzt werden. Das können wir nicht machen und dafür brauchen wir eben eure Hilfe. Das machen wir total gerne. Ich glaube, jetzt hat wirklich auch jeder verstanden, wo der Vorteil für uns als Mensch ist. Egal ob Beauty-Business oder Institutsinhaberin und wo der Vorteil für Beauty-Business ist, also als Institutsinhaber. Und genau das finde ich super schön. Also danke für den Mehrwert für die Branche. Sehr, sehr gerne. Wichtig zu sagen ist natürlich noch, dass wir den Bodygen DNA-Test ist ein einmaliger Test, also es ist ein einmaliges Investment, was man für sein Leben lang dann tätigt. Und genau, was bei uns jetzt noch neu auf den Markt kommen wird, in nächster Zukunft sind natürlich unsere Bluttests, womit man den Ist-Zustand immer weiter da bin ich auch schon so neugierig drauf. Ja, da sage ich nach der Messe ein bisschen mehr zu. Weil wir haben ja unsere Infusionsexperten, wir haben ja ein paar Heilpraktiker, mit denen wir auch zusammenarbeiten, die auch Infusionen machen und sich auf Mikronährstoffversorgung spezialisiert haben. In Dubai ist das gang und gäbe. Da gibt es eine Karte, wobei Karte haben die da nicht, die trinken kaum Alkohol, aber wenn du auch im Business auf einem gewissen Unternehmerlevel bist, die machen sich alle nochmal Infusionen, um die Leistung zu steigern mit Mikronährstoffen.
oder auch Sport, ne? Kein Doping, sondern wirklich auf Leistung. Und wenn du natürlich deine Blutwerte kennst und du hast nicht dieses lästige, ich muss immer zum Arzt. Ich meine, es gibt ja auch Unterschied privat oder gesetzlich. Wenn du als gesetzlicher mal zum Arzt möchtest, kannst du erst mal 3 Monate warten, bis der dir überhaupt mal einen Bluttest macht. Und deswegen ist es auch eine schnelle Lösung. Und da freue ich mich, was du mir da noch zu erzählen hast. Ja, sehr gerne. Ich glaube, es ist auch, da kannst du mir gerne mal was zu sagen, einfach interessant für die Beauty-Industrie, dass einfach auch Kosmetikinstitute medizinisch werden können. Eben jetzt mit Bodygen, mit dem Anschluss an ein medizinisches Labor, was uns halt auch wirklich selber gehört, was wir nicht outgesourced haben. Es ist halt eine geile Schnittstelle zur Telemedizin, die wir nutzen können, weil Medical, das ist halt immer noch den Ärzten vorbehalten, nach wie vor. Das hat auch so seine Daseinsberechtigung, finde ich, weil ja Kosmetikerin kein geschützter Beruf ist. Das kann ja wirklich jeder werden. Wochenendkurs, Zertifikat und zack, machst du dasselbe wie ich hier. Und das ist natürlich dann schon auch gerechtfertigt, dass nicht jeder Medical Go und Flow, aber die Schnittstelle zu haben, und das finde ich halt so toll, dass ihr dann auch Wert auf die Qualität legt, weil das dann auch da wirklich nochmal Fachpersonal sich unterscheidet von wirklich, ich mache das just for fun, weil ich weiß nicht, was ich sonst machen soll, oder ich habe eine Ambition und die Möglichkeit gibt es in Deutschland, dann ist es halt auch für uns nochmal ein Mehrwert, wenn wir uns abheben können, weil wir dann wirklich richtig zeigen können, was wir gelernt haben, was wir drauf haben und was wir halt auch unsere Berufung ist. Und das finde ich richtig cool. Und dann ist es wieder medizinisch orientiert und auch richtig platziert. Ja, absolut. Okay, was kostet das, wenn ich das online bestelle? Und was kostet das, wenn du das bei mir wenn ich es im Institut anbiete? Genau, also es ist aktuell so, der Preis liegt online aktuell bei 139 € für beide Tests, also pro Test. Beim Beauty Face werden 13 Gene getestet, beim Beauty Buddy sind es 11 Gene. Was ich persönlich für einen extrem fairen Preis halte, einfach schon alleine, weil es ein Einmal-Invest für sein Leben ist und man kann mit diesem Ergebnisreport halt wirklich sein gesamtes Leben lang sein Hautbild eben so verschönern oder so anpassen, wie man es eben möchte und weiß halt, was man machen muss. Genau, und da möchten wir einfach auch den Kunden dazu anreizen, auch in das Institut reinzukommen und den Das ist super fair. Es ist richtig cool, das Konzept, auch richtig modern. Ihr seid ja ein modernes Start-up-Unternehmen. Ja. Und das ist richtig am Zeitgeist und mega geil. Also wirklich nur ein Mehrwert. Was ist denn, das ist bestimmt eine Frage, die ihr dann auch oft gestellt bekommen wird, besonders von uns. Face und Body ist ja dieselbe Haut. Wo ist der Unterschied? Genau, also das liegt daran, dass wir bei dem Beauty Face wirklich in die Gesichtsstruktur reingehen, sprich Hautfeuchtigkeit, Hautentzündungen, Kollagenabbau, UV-Schutz, sind noch mehrere Punkte drin. Also alles, was wirklich so in diesem Thema Gesicht. Ungeschützt quasi. Genau. Weil hier tragen wir ja Kleidung. Ne? Genau. Darum geht es quasi, wo wirklich dieses Thema auch äußere Umstände schnell sichtbar sind. Ne? Und bei dem Beauty Buddy gehen wir auf Zellulite, Dehnungsstreifen, Krampfadern, auch UV-Schutz ist natürlich gerade im Sommer dann auch ein großes Thema. Und da sind dann halt einfach, wo wir gesagt haben, hier wäre es gut, wenn wir das trennen. Ne? Das ist aber trotzdem cool, weil manche haben sich ja nur auf Gesicht spezialisiert und manche haben ja auch noch eine Spezialisierung für den Körper. Ja, genau. Und manche haben beides, wie wir. Ja, darum geht es im Prinzip. Danke für das Interview. Sehr gerne.